Frei und unabhängig sein ist wohl der Traum vieler Jugendlicher. Möglich macht diese Freiheit zum Beispiel der Pkw-Führerschein. Doch genau da hakt's, bzw. da rasseln immer mehr durch die Prüfungen. Ich hatte Schwierigkeiten bei der Theorieprüfung. Ich bin nur bei der ersten praktischen Prüfung durchgefallen. Meine Theorieprüfung habe ich zweimal verhauen, aber praktisch habe ich sofort bestanden. Ich bin schon ewig dabei. Also ich musste mich zweimal anmelden, weil es schon abgelaufen ist. Ich bin dabei. Wie Ihnen geht es vielen Fahrprüflingen deutschlandweit. Die Quote der nicht bestandenen praktischen Prüfungen ist in den letzten 10 Jahren von 36,5% auf 43% gestiegen. Hessen ist zwar noch eines der besseren Bundesländer, aber auch hier gibt es immer mehr, die durchfallen. Nur, woran liegt's? Ich war einfach nicht aufmerksam genug. Faulheit? Ja, ich denke auch durch Faulheit und auch dadurch, dass durch Baustellen und so weiter, es wird immer alles komplizierter und so. Es kommt einiges dazu durch diese ganzen neueren Assistenzsysteme und sonstiges. Also ich finde die Theorieprüfung, den Aufbau einfach nicht so schlau gemacht, weil es teilweise nicht so logische Fragen sind, meiner Meinung nach. Also man muss sie halt einfach auswendig lernen, denke ich mir. Amelie Kubach aus Marburg hat ihren Führerschein in der Tasche. Endlich, muss man allerdings sagen. Geklappt hat es bei ihr nämlich auch erst im 3. Anlauf. Bei mir lag es tatsächlich, glaube ich, voll daran, dass ich einfach so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand wollte. Ich wollte sofort meinen Führerschein haben und dachte so, ja, wird schon irgendwie. Aber rückblickend war ich einfach noch nicht so weit bei den ersten 2 Malen. Bestimmte Sachen so einfach noch nicht so zu 100% sitzen, auch manchmal so Basics wie einparken oder so, dass man dann einfach wirklich erstmal komplett schief in der Lücke steht. Ja, das kommt dann erst so mit der Erfahrung. Also das ist wirklich ein großes Problem und gerade auch in der Stadt, wenn einfach viel los ist, man auf vieles achten muss. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Da ist für viele Landstraße, Autobahn schon ein bisschen einfacher. Ein Grund für die erhöhte Durchfallquote sei, dass junge Menschen heute kaum noch ein Grundverständnis von den Abläufen im Straßenverkehr hätten. Abgelenkt durch Smartphone und Co. werden Verkehrssituationen nicht mehr wie früher schon von klein auf wahrgenommen, erklärt Uwe Herrmann vom TÜV Hessen. Die Ursachen sind leider mannigfaltig. Sie können sich an einer Sache festmachen. Unter anderem ist es die Generation Z, wie es so schön heißt, die sich in den dementsprechenden Verkehrssituationen nicht mehr ganz so zurechtfindet, wie bei uns das früher der Fall gewesen ist. Sie haben heute die Situation, dass sie das Verkehrsgeschehen leider nicht mehr so nebenbei miterleben, sondern sie müssen bewusst herangeführt werden. Das ist auch eine der Herausforderungen für die Fahrlehrer, das dementsprechend zu kanalisieren und auch Prüfungsängste zu nehmen. Heutzutage ist es leider Gottes für die Jugendlichen nicht mehr ganz so einfach, eine Prüfung zu machen, wie es vielleicht früher der Fall gewesen ist. Bei der Theorieprüfung schaut es übrigens ähnlich aus. Immer öfter muss die wiederholt werden. Bis vor 20 Jahren bestand der schriftliche Part aus 30 Fragebögen mit je 30 Fragen. Damals konnte man die schlicht auswendig lernen. Heute beinhaltet der Test unter anderem aber auch Videosequenzen. Zusätzlich Prüfungsangst. Ja, ich würde es jetzt nicht so groß schreiben, Prüfungsangst. Ich würde eher sagen, dass die Leute zu faul geworden sind zu Hause, beziehungsweise nicht die Zeit sich nehmen zu lernen, weil man, was verständlich ist, erstmal Schule vorgeht, Prüfungen und so weiter in der Schule. Die Leute haben Hobbys, die Eltern wollen so viel von den Kindern mittlerweile. Es ist verständlich, dass der Führerschein nicht an erster Stelle steht. Hinzu kommt, der Führerschein ist mit knapp 3.000 € nicht gerade günstig. Einige Eltern drängen aufgrund der Kosten, möglichst nur die Mindestzahl an Fahrstunden zu nehmen und dann die Prüfung abzulegen. Aber auch die Straße selbst ist ganz anders geworden. Mehr Verkehr und ganz neue Arten, wie E-Scooter. Auch sind die Fahrzeuge selbst mehr und mehr mit Technik ausgestattet. Ein Tipp der frisch gebackenen Führerscheininhaberin? Man sitzt immer so auf dem Beifahrersitz und man sieht so, wie die Eltern das so ganz entspannt machen und so ist das einfach nicht als Fahranfänger. Also man muss da echt, also das kommt dann alles mit der Erfahrung, aber am Anfang muss man sich echt konzentrieren. Konzentrieren bitte also. Das gilt auch nach der Prüfung für alle Teilnehmenden im Straßenverkehr.